Kann man aus Efeu einen riesigen Korb flechten? Wie stabil ist der? Wie viel Efeu braucht man dafür? Das will ich heute mit euch testen. So einen kleinen Efeukorb hatte ich schon mal geflochten. Jetzt wollte ich das mal ohne heißes Wasser und Stahlwolle probieren und die Rinde dran lassen. Diesen Korb hier hatte ich bereits im Juni 2019 angefangen off-cam zu flechten und dann gingen mir die Efeuranken aus. Aber beim Bienenbeetbau fand ich dann neue. Daraus kann man sicher was Schönes basteln. Ist ein guter Haufen geworden. Den muss ich jetzt allerdings irgendwo nass einlegen, damit der nicht brüchig wird. Damit die 3 Monate alten Ranken nicht sofort brechen, habe ich sie vorm Flechten eingeweicht. Erstmal müssen die Seitentriebe von den neuen Ranken alle ab und auch die Wurzeln. Das hier sind jetzt meine Reste. Der Korb ist noch in einem guten Zustand, einen Durchmesser von über 30 cm. Dass die Ranken etwas einschrumpeln, ist normal. Einige Gerüstranken sind abgebrochen oder zu kurz und deshalb füge ich mit der Ahle neue ein. Als Gerüstranken nimmt man die dickeren Ranken, zum Flechten die langen, dünnen Ranken. Ich weiß noch gar nicht, wie hoch der Korb eigentlich werden soll. Ich hatte hier in der Mitte mit 4 und auf der Rückseite auch mal 4 Streben angefangen. Die habe ich dann Stück für Stück erweitert mit eingeflochtenen Zusatzzweigen, bis wir am Ende bei einer Anzahl von 29 gelandet sind. Wir haben ja das Beet vorne angelegt. Es geht darum, ein kleines Blumenbeet zu schaffen mit einem Bienenhotel für die Insekten. Und da haben wir ein bisschen Unkraut weggemacht und natürlich unglaublich viel Efeu, der da über die ganzen Jahre gewachsen ist. Was macht man mit dem Efeu? Normale Menschen würden den einfach entsorgen. Ich hebe sowas natürlich auf und mache einen Korb draus, ist klar. Und so ist das ganze Ding entstanden. Der Anfang leider ohne Füll. Und hier sind noch 2, 3 gebrochene dabei, die müssen wir dann erst setzen oder stützen, wenn wir an den jeweiligen Bruchstellen angekommen sind. Der Korb lag nun sehr lange im Trockenen und deswegen habe ich ihn extra nochmal nass gemacht. Bisschen anspitzen. Und dann mit der Ahle ein Stückchen vorbohren. Und dann kann die Stütze hier auch schon reingeschoben werden. So, kann man wenigstens noch ein paar Stückchen weit hier. Dieses kleine Krümelchen Efeu wird hier verwendet. Nichts wird weggeschmissen. Und die
fange immer mit der dünnen Seite an, weil man die hier schön schlingen kann. Hier wird es wieder andersrum, genau so. Hier, dass es sich hier festhalten kann. Ein bisschen länger und dann hier einfach rum. Ich habe ja bisher noch nicht so viele Körbe gemacht. So vielleicht 4, 5. Aber alle aus Naturmaterialien, also nicht aus Korb. Also Weide, Korbweide nimmt man ja dafür. Das ist ja auch ein Baum, also auch eine Naturmaterialie im Grunde genommen, aber sowas habe ich ja hier nicht. Und die müssen ja auch immer eingeweicht werden. Da kommen die Gänse angeflogen, hört ihr es? Mal eine Frage, warum heißt es eigentlich Korbflechten? Müsste das nicht eigentlich Korbweben heißen? Weil Flechten ist das ja nicht, das ist ja mehr so Weben. Ich würde mal sagen, ich webe jetzt einfach weiter. Und wir gucken dann, wie weit ich gekommen bin. Also ich habe jetzt ungefähr so ein Stück hier geschafft. 2 cm. Und dann schauen wir mal, wie viel es am Ende geworden ist. Am Ende des Tages reichen die Ranken hier nur für 12 cm Korbhöhe. Ich mache jetzt noch das letzte Stück Efeu rein. Und dann ist erstmal Schluss für heute, denn der Tag hat ja nur 24 Stunden. Ich musste sehr viele Längsstöcke ersetzen oder anstückeln, weil sehr viel abgebrochen ist. Ist es nicht ein wunderschöner Korb geworden? Was hier an Ranken liegt, ist natürlich nur ein Bruchteil der Ranken gewesen, den ich auf dem Beet gepflückt habe. Das heißt, der Korb wird noch um einiges größer werden. Eine Woche später habe ich also wieder Blattwerk abgeschnitten, Wurzeln entfernt und auf ein neues. Falls ihr euch wundert, was das hier für Sägegeräusche sind, bei unseren Nachbarinnen werden gerade 3 Bäume gefällt. Und das ist der zweite Stapel. Und hier sind die Abfallblätter. Und jetzt kann es losgehen mit Flechten. Wir haben diesmal sehr viele kleine Stücke. Und da nehme ich mir auch mal die Zeit, die nach der Größe zu sortieren. Das sind jetzt die fertig gebündelten Efeuranken. Und wir haben hier ziemlich viele kurze, ein paar mittellange und einen ganz lang. Zunächst einmal müssen erst ein paar von diesen Längsstreben erneuert und repariert werden. Dafür habe ich hier die dicken Efeuranken als Material. So, das sind jetzt erstmal die kleineren. Hier haben wir angefangen vorhin und sind jetzt ungefähr so 4 cm weit gekommen. Und jetzt kommen die großen. Schicht um Schicht wächst der Korb. Ab und an muss man wieder Gerüstranken verlängern oder ersetzen. Und so kamen nochmal fast 20 cm dazu. Wir haben jetzt hier noch 4 lange Ranken und die werde ich jetzt hier noch einflechten und dann müssen wir das Ganze zu einem ordentlichen Ende bringen. Das heißt, alles muss umgebogen werden und da habe ich ein bisschen Angst davor. Denn wir haben ja hier schließlich ziemlich trockene Efeuranken. Hier haben wir heute angefangen. Das sind 20 cm, also wir haben jetzt ungefähr 17, 18 cm geschafft. Das wären locker noch 20. Und wir haben jetzt natürlich die großen, langen, die sind auch sehr dick und fest. Und da brechen natürlich solche Senkrechtstreben schnell mal durch. Ich musste auch schon welche anstückeln, hier, weil die einfach zu kurz geworden sind. Niemand hatte gedacht, dass das Ding so riesig wird.
Ich wollte einen großen Korb haben und den habe ich jetzt. Super Unkrautkorb. Ist das irre. Das sind locker 40 cm Höhe. Wir haben jetzt hier die letzten paar Zentimeter von unserer letzten Ranke. Wir werden hier natürlich alles noch abschneiden. Ne? Das machen wir dann später. Die hier müssen jetzt alle umgebogen werden. Da schauen wir jetzt erstmal, welche sind jung und biegsam genug, dass das geht. Zum Beispiel die hier, damit könnte man das machen. Alle anderen müssen ersetzt werden. Und dafür habe ich extra mir ein Stück aufgehoben. Und ich werde jetzt daraus mal kleine Stückchen schneiden, mit denen man arbeiten kann. Der hier, der ist sehr biegsam. So, einmal mit der Ahle vorbohren und dann Rinder. Super. So, Nummer 1. Yay. Der hier ist auch biegsam. Den kann man biegen. Doch, der geht. Die sind hart und werden dann wahrscheinlich nicht gehen. Deswegen habe ich hier meine Schummelstückchen. So langsam habe ich den Bogen raus. 1, 2, 3, 4 sind schon geschafft. Wow, guck mal. Ein super guter Abschluss. 2 sind noch. Die biege ich jetzt auch noch um. So. Fertig. Perfekt. Und der wird noch abgeschnitten. So. Und damit haben wir einen fertigen Korb. Riesig, oder? Cool. Der goldene Herbst ist angebrochen. Wunderschön sonniger Herbsttag. Da sieht man übrigens auch den Komposthaufen, den ich gebaut habe. Wen dieses Projekt interessiert, einfach mal auf meinen Kanal gucken. Dort bei den Videos ist das Projekt auch mit dabei. Ich habe es hier in der Videobeschreibung auch nochmal verlinkt. Und wir schauen jetzt mal hier hinter. Da sind die Regale fürs Holz, die ich gebaut habe. Wen dieses Projekt interessiert, einfach mal bei mir im Kanal gucken. Hier unten steht der Ton, da passiert auch noch was. Da ist unser Ton drin, den wir selber gemacht haben. Und hier ist der Efeukorb und den werde ich jetzt noch abschließend bearbeiten. Ihr seht, hier sind überall noch kleine Kanten dran, da wo ich die neuen Ranken eingeflochten habe. Und die werde ich jetzt alle einzeln abschneiden. Das ist jetzt unser fertiger Korb. Der ist wirklich riesig groß geworden. Ich bin sehr zufrieden. Schöner großer Boden. Man sieht das hier jetzt auch im Vergleich zu meinen Händen. Also wir haben hier fast 40 cm Durchmesser, fast 40 cm Höhe. Das ist ein schöner Korb. Wofür nehme ich den jetzt? Schreibt mal eure Ideen in die Kommentare. Ich habe darüber nachgedacht, vielleicht als Unkrautkorb oder so. Wenn man auf dem Beet ist, was Leichtes, was man schnell anheben kann zum Wegbringen. Griffe habe ich jetzt nicht eingebaut, auch keinen Übergriff, weil das Material das einfach nicht hergibt. Das würde rausreißen, wenn ich da was Schweres rein tue, könnte ich das nicht mehr anheben. Aber ich finde richtig toll, was ich aus diesen Efeu-Ranken machen konnte, ohne vorher zu wissen, was ich eigentlich machen möchte. Und wenn euch das Video gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, abonniert den Kanal. Und teilt das Video vielleicht mit euren Freunden oder Bekannten, die auch einen Garten haben und vielleicht nach Ideen fürs Basteln suchen. Und da drüben seht ihr ein weiteres Projekt. Dort entsteht nämlich ein Blumenbeet mit einem Bienenhotel. Und wenn euch das Thema interessiert, abonniert auf jeden Fall den Kanal, damit ihr nichts verpasst. Tschüss, bis zum nächsten Mal.